Ich grüße euch, meine lieben Sim-Racing-Kameraden. Recht herzlichen Dank fürs Reinschalten. Heute, wie ihr seht, geht es weiter mit Race Room, einer fantastischen Simulation, wie ich finde. Und hier gibt es viele, viele Neuigkeiten, wo ich finde, die müssten mal dringend erwähnt werden. Zum einen, ganz wichtig, Sektor 3 heißt nicht mehr Sektor 3, sie heißen ab jetzt offiziell KW Studios. Bekannt ist KW Studios als die Firma KW Suspensions und ist weltweit der größte Aufhängungslieferant im Motorsport. Und das ist eine, wie ich finde, sehr, sehr wichtige News. Diesbezüglich habe ich auch den Herrn Georg Ortner angeschrieben und auch den Alex Hodgkinson. Ich wollte da mal nachhaken, was das genau mit der Namensänderung jetzt auf sich hat, was das alles bedeutet. Leider habe ich bis dato keine Antwort bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass die großartig noch keine großen Auskünfte an die Öffentlichkeit geben dürfen. Ich bleibe dran, ich werde weiter nachhaken, weiter nerven. Ich habe auch ein bisschen im Internet recherchiert und wir schauen uns diesbezüglich jetzt mal einen interessanten Artikel gemeinsam an. Den Link seht ihr oben. Es ist von Overtake, der Artikel. Die wichtigste und interessanteste Passage habe ich mal kopiert und im Übersetzungsmodus mal übersetzt. Ich schaue mal kurz rein. Ich lese es euch vor. Ein neuer Name, Fragezeichen. Es gibt nicht nur Verwirrung in Bezug auf die Server- und Ferrari-Ankündigung, sondern auch eine mysteriöse Facebook-Benachrichtigung. Die angekündigte, dass Sektor 3 seinen Namen in KW Studios geändert hat. Der Name der Facebook-Seite hat sich zwar geändert, aber zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wird das Unternehmen anderswo immer noch als Sektor 3 bezeichnet. Vielleicht ist dies ein Hinweis auf größere Veränderungen, die bevorstehen. Sektor 3 ist im Besitz von KW Automotive, einem in Deutschland ansässigen Hersteller von Autoteilen, der auch Eigentümer von Simbin Studios UK ist. Simbin waren die ursprünglichen Entwickler von Race Room und gaben 2017 bekannt, dass sie an einem neuen Spiel GTR 3 arbeiten. Dieses Spiel sollte eine Fortsetzung ihres Spiels GTR 2 aus dem Jahre 2006 sein. Aber die Entwicklung hat länger gedauert, als viele Leute erwartet oder erhofft hatten. Vielleicht deutet die Zukunft der KW Studios auf eine Fusion zwischen Sektor 3 und Simbin hin, um mehr Ressourcen für die Entwicklung von GTR 3 bereitstellen zu können. Vielleicht handelt es sich aber auch nur um eine Namensänderung von Sektor 3 und Simbin ist nicht beteiligt. Wenn dies der Fall ist, könnte es bedeuten, dass mehr Ressourcen in die Entwicklung von Race Room gesteckt werden. Was auch immer der Fall ist, es ist auf jeden Fall etwas im Gange. Soweit so gut. Klingt auf jeden Fall sehr interessant, hinterlässt aber weiterhin mehr Fragen als Antworten. Und ich bin da echt mal gespannt. Ich würde wirklich gerne wissen, was dahinter steckt. Aber wenn jetzt schon Ferrari, die offizielle Lizenz Ferrari bestätigt wurde, was ja nicht billig ist, ne? Können wir alle von ausgehen, dann können wir in der Zukunft definitiv noch viel mehr, viel Größeres von Race Room und KW Studios erwarten. Was auch immer das sein mag, wir werden alle gespannt sein. Ich bin sehr neugierig. Vielleicht wisst ihr ja was, vielleicht habt ihr irgendwo was gehört. Lasst es uns wissen. Aber machen wir weiter mit den aktuellen Sachen. Singleplayer-Einzel-Event. Wir gehen mal in die Strecken. Zum einen ist der Indianapolis Motor Speedway geupdatet worden. Wir haben hier noch das 2012er Historic Update, Layout, sorry. Dann haben wir hier jetzt ein neues Oval dabei. Sehr interessant für die Jungs, die auf Ovalrennen stehen. Und den aktuellen Roadkurs mit einer Länge von 3,9 Kilometern. Dazu haben wir dann noch den Track TT Circuit Assen. Da fahren wir gleich gemeinsam ein Rennen mit dem GT4 M4. Ein wunderschöner Track. Ich stehe sehr auf dieses Layout. Die Charakteristik dieses Tracks gefällt mir sehr gut. Sehr fließend, sehr schnell. Das passt. Und dann noch eine interessante Neuigkeit. Zum einen die P1-Prototypen unter Alex Hodgkinson und dem Physics-Team haben komplett ihr neues Physics-Update bekommen. Das bedeutet Real-Life-Data. Die neuesten Reifen sind dabei. Ich werde mir das auf jeden Fall mal antun. Ich denke mal auf dem Indianapolis Motor Speedway wäre eine interessante Kombo. Bis dato habe ich die noch nie getestet, aber wir werden auf jeden Fall mal reinschauen. Und auch die P2-Prototypen haben wir komplett neues Physics-Update erhalten mit den neuesten Reifen. Sehr interessante Fahrzeuge, wie ich finde. Da weiß man gar nicht, was ich zuerst nehmen soll. Aber gut.
Auf jeden Fall auch sehr interessante, sehr wichtige News. Ja, was haben wir noch? Wir haben die 2 neuen Strecken erwähnt, wir haben die Namensänderung erwähnt. Und ja, ganz dicke, ganz groß nochmal der 488 GT3 Evo in der DTM-Version wird demnächst erscheinen mit dem neuen DTM DLC-Pack. Wann das ist, keine Ahnung, es antwortet keiner drauf. Entschuldigung, wie gesagt, ich bin etwas erkältet. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Das ist ein richtig, richtig großer Schritt nach vorne für Race Room. Ich habe auch den Titel so benannt, Race Room auf der Überholspur. Ich finde definitiv, wenn man sich mal die Physics anguckt, die sind top-notch. Die gehören mit zur Spitze im Sim-Racing-Bereich. Das Force-Feedback ist jetzt zu 100% an die Physics gebunden. Mittlerweile komme ich sehr gut damit klar. Ich hatte am Anfang erhebliche Probleme damit, gebe ich zu. Aber je öfter und länger man sich mit dieser Materie auseinandersetzt, umso mehr lernt man zu verstehen, was das Force-Feedback im Lenkrad einen versucht zu vermitteln. Ich musste dem Ganzen ein wenig Zeit geben und jetzt bin ich absolut glücklich und zufrieden damit. Und ich habe Race Room auch über die letzten Monate sehr, sehr, sehr zu schätzen gelernt, gewusst. Entschuldigung. Denn die Seriosität, wo KW Studios für hinter ihrer Sim steht, ist keine Selbstverständlichkeit. Denn hier wird regelmäßig alles gefixt und geupdatet, was nicht richtig funktioniert. Und ich finde, das muss lobend erwähnt werden, denn es gibt andere Softwarehersteller, da macht es vergebens bis heute, dass endlich mal die grundlegenden Dinge gefixt werden, die eigentlich eine Selbstverständlichkeit sind. Dass das Spiel an sich rundherum funktioniert. Ihr versteht, was ich meine. Und das wollte ich ja einfach nochmal erwähnen. Und für jeden, nochmals Entschuldigung, und für jeden, der etwas skeptisch ist, was Race Room angeht. Die Jungs von KW Studios haben so eine dicke Brust, wir gehen da mal zusammen ein. Und so viel Selbstbewusstsein, die sagen euch, pass auf, bevor ihr die Katze im Sack kauft, ihr könnt jedes Fahrzeug kostenlos auf einer individuell ausgesuchten Strecke von uns testen, bevor ihr irgendwas kauft. Wir schauen da mal kurz rein. Und hier, Probefahrt. Klicke hier für eine Testfahrt. Ihr könnt alle Fahrzeuge, bevor ihr sie kauft, kostenlos testen. Und ich finde, das muss mal erwähnt werden. Wer macht das sonst? Wer hat diese dicke Brust zu sagen, bevor du was von mir kaufst, teste es? Die Jungs haben nichts zu verstecken. Die haben nichts zu verheimlichen. Und nochmals, die Physics, die Reifen, die ganze physikalische Welt um Race Room drumherum funktioniert tadellos. Ja. Ich mache mich ja immer in diversen Foren schlau, da wo auch viele Amateurrennfahrer dabei sind. Und die bestätigen alle dasselbe. Was ich aus meinem Bauchgefühl heraus sage, denn ich saß selber nie in so einem Motorsportwagen, werde es wahrscheinlich auch nie. Aber mein Bauchgefühl und mein Verstand sagt, dass das, was ich hier erlebe, passt. So gut wie möglich vom realen Leben in die Simulation umgesetzt. Das gibt Race Room für mich wieder. Auch wenn jetzt wieder die Mimosa kommen, wir noch DirectX 9 hier haben, kein Tag-Nacht-Wechsel und kein Regenrennen. Das sind Dinge, da bin ich mir ziemlich sicher, die werden bald kommen. Aber allergrößten Wert legt KW Studios immer wieder darauf, dass die Basics funktionieren. Und das ist das Wichtigste. Gegnerwahl, User Interface, die Fahrzeuge, die Strecken und alles andere kommt erst danach. Ich bin mir sicher, die sind da irgendwas Dickes, Großes im Hintergrund am Abarbeiten. Und ich bin gespannt, wir dürfen gespannt sein. Vielleicht kommt bald ein offizielles Statement diesbezüglich. Hoffentlich kommt bald der Ferrari. Das war's, was ich zu sagen habe. Wir gucken uns jetzt gleich mal eine Hotlap an von der AI auf dem TT-Circuit Assen. Da werden wir uns noch mal kurz die Strecke gemeinsam anschauen und danach switchen wir auch direkt ins Rennen. Dazu möchte ich noch eine kleine Anmerkung geben. Ich war gezwungen, OBS zu deinstallieren und neu zu installieren. Und leider habe ich da vergessen einzustellen, dass er eine etwas bessere Qualität aufnehmen soll. Es ist leider jetzt nicht die Bombenqualität. Es wird das nächste Mal besser sein, versprochen. Und jetzt switchen wir zu Hotlap und danach ins Rennen. Bye bye. So meine Lieben, da befinden wir uns auch schon mit vollem Schwung Richtung T1, der H-Bocht.
Spitzengeschwindigkeiten bis zu 115 km/h auf das Startziel. Eine mittelschnelle rechts, gefolgt von der T2, eine schnelle rechts, gefolgt von der T3 und 4, der Ossebrücken, eine Doppel-Apex-Kurve, gefolgt von der T5, einer sehr langsamen Kurve, Richtung schnellste Gerade und längsten Streckenabschnitt. Spitzengeschwindigkeiten bis zu 275 km/h werden hier erreicht. Am Ende des Curbs auf der linken Seite beginnt der Bremspunkt. Richtung T6 der Rüskenhöck, einer sehr langsamen rechts, gefolgt von der T7, einer mittelschnellen links, gefolgt von der T8, einer mittelschnellen rechts, der Steckenwahl, langsam herausbeschleunigen. Richtung T9 der Buit, eine mittelschnelle links, gefolgt von der T10 der Mandeweg, eine langsame rechts, gefolgt von der T11 der Duckerslot, eine mittelschnelle rechts, Spitzengeschwindigkeiten bis zu 105 km/h werden hier erreicht, Richtung T12 der Moivenmeer, eine sehr schnelle rechts, gefolgt von der T13 und 14, eine sehr schnelle Rechts- und Linkskombination, gefolgt von der T15, genannt der Ramshöck, meiner Meinung nach der schwierigste Streckenabschnitt, denn wenn du hier nicht den richtigen Bremspunkt und Einlenkpunkt triffst, trägt sich zu weit nach rechts hinaus, abseits von jeglicher Ideallinie. Gefolgt von Turn 17 und 18, einer Rechts-Links-Schikane, Richtung Startziel. Das war unsere Hotlap auf dem TT-Circuit Assen und für all die, die es interessiert, das TT steht für Tourist Trophy. Und jetzt geht's ab zum Rennen. So, meine geehrten Simracing-Kameraden, Simracing-Brüder, Raceroom, TT Assen, der wunderschöne BMW M4 GT4, ein paar Sekunden vor dem Start. Traktionskontrolle haben wir auf Stufe 4, das reicht und los geht's. Rücksichtnehmen, aufpassen. Ist ja kein Destruction Derby hier. Generell muss ich sagen, die AI bei Raceroom ist absolut top und geil. Solange du ihr ihren Platz lässt und sie respektierst, wird sie dich auch in Ruhe lassen und nicht abschießen. Du kannst dir tolle Fights mit ihr liefern. Sie ist in der Lage, Takedowns durchzuführen. Fährt auch ihre Blocklinien. Auf diesem Track funktioniert es wunderbar. Ja, ihr seht, mit dem Fahren und Reden, das ist noch etwas gewöhnungsbedürftig, Freunde. Das ist mein zweites Mal. Okay. Ja, das war etwas spät. Mal gucken, was er da noch retten kann. Am Limit, da ist sowieso überhaupt nichts leicht zu fahren, auch die GT4 hier nicht. Die Kurve Ramschek. Da vertue ich mich immer wieder, da verschätze ich mich immer wieder am Bremsung. Da habe ich noch meine liebe Mühe. Da habe ich noch meine liebe Mühe mit. Okay. Verzeiht mir bitte meine Sprachfehler hier. Aber wirklich, zu versuchen hier schnell zu sein und zu reden, ist nicht so einfach, meine Freunde. Aber ich gelobe Besserung und übe und arbeite dran. Schön reinbremsen und ausbeschleunigen. Drück mich nicht weg, mein Freund.
Das größte offene Geheimnis im Motorsport, um schnell zu sein, ist das sogenannte Trailbraking. Wir bis in den Schaltpunkt hineinbremsen, vor dem Schaltpunkt langsam die Bremse lösen und sanft heraus beschleunigen. In der Theorie ganz einfach, in der Praxis, da habe ich meine liebe Meo Boot damit. Ich bin immer noch nicht wirklich dahinter gekommen, mit dieser Technik schnell zu sein. Gute 3 Jahre bin ich jetzt dabei im Simracing. Die Ramscheck, meine absolute Hasskurve auf diesem Track. Nee, du verpasst hier den Brems- und Einlenkpunkt. Dann lässt du hier Zeit ohne Ende liegen. Ja, komm schon, geh zur Seite. Topzeit von mir war bis jetzt die 1:45260. Mal sehen, ob ich da heute noch mal dran komme. Ja, das war was weit. Gut. Hat er noch akzeptiert. Schaden ist an. Streckenbegrenzung ist auch an. Lange Regel habe ich ausgemacht. Macht beim 10 Minuten Rennen keinen Sinn. Und generell eine geile Klasse, die GT4-Klasse. Sehr, sehr seriennahe Fahrzeuge. Das ist das, was mir am Motorsport sehr gefällt. Seriennahe Streckenfahrzeuge, wo man sich noch ein wenig mit identifizieren kann. Ja, ich versuch's ja, Junge, aber mit dem Gequatsch hier ist das nicht so einfach noch. Ja, das war etwas spät. Force Feedback, auch fantastisch bei Raceroom. Zu 100% an die Physik gebunden. Ich gestehe, am Anfang hatte ich meine Liebe und Mühe mit damit, aber mittlerweile habe ich es etwas verstanden und fühle auch immer mehr und mehr die Feinfühligkeit aus diesem Force Feedback heraus, was es mir versucht zu vermitteln, was das Fahrzeug gerade tut. Das Faszinierende hier am Force Feedback ist, wenn ihr zum Beispiel auf dem Black landet, ihr spürt sogar die hinteren Reifen, wie die am Biken oder am Arbeiten sind, und der Dreck sich da wieder abschüttelt. Ja, das war wieder nix. Das war sehr spät. Ja, Mensch. Ich krieg's im Moment nicht zusammen, Jungs. Welchen Platz haben wir denn? Position 10, okay. Ich hoffe, demnächst kommt der angekündigte Ferrari. Wirklich eine tolle Geschichte. Der 488 GT3 Evo hat auch seinen Weg zum Racing gefunden. Absolut geil. Ich hoffe, der M4 GT4 soll der will. Ah, mit Schuss. Ich hoffe, der M4 GT3 wird auch dabei sein. Im neuen DTM-Tag. Wäre natürlich toll. Bei R-Factor 2 ist er gestern angekündigt worden. Ich hoffe, KW Studios lässt sich da nicht schlucken und liefert jetzt auch direkt nach. Ich würde das Fahrzeug sehr gerne hier sehen und auch mal testen. Aber ich denke, da wird bestimmt demnächst was kommen. Scheiße, Jungs, ich stecke im Moment überhaupt nichts zusammen. Ja, Mensch! Jetzt habe ich wieder Zeit ohne Ende liegen lassen. Na gut, dann wollte ich noch mal treffen. Mal sehen, wie die Reifen aussehen.
97 Grad. Oh. Keine Ahnung, warum mein linker Vorderreifen hier immer so heiß wird. Ja, das haben wir schon gesehen, mein Freund. Also ein Rezept, eine Lösung, dafür habe ich noch nicht gefunden. Okay, jetzt wissen wir warum. Aber ich krieg ja im Moment überhaupt nichts zusammen. Ja, gut, knapp. Es geht deutlich besser, Freunde. Also mit den alten DTM tue ich mir wesentlich leichter als mit den modernen Fahrzeugen hier. Ich weiß nicht, woran das liegt, Mensch. Wieder Zeit liegen lassen ohne Ende. Ich liege schon 3 Zehntel zurück. Hände linker Kopf, Bremsschwung, runter in den dritten, Bremse lösen, beschleunigen. Ab in die hohe Heide, Richtung Ramsöck, an den Lieblingskurve hier. Okay, eine Runde haben wir noch. Also wenn ihr den Track noch nicht habt, auf jeden Fall lohnt. Das lohnt sich. Oh, Scheiße, Mensch, Jungs. Oh, jetzt verkacke ich total. Oh Mann, oh Mann. Ja gut, die Zeit wertet er gar nicht mehr. Ja, welche Position haben wir? Okay. So. Das war's schon.
Ich hoffe, ich konnte euch einen relativ guten Eindruck von Circuit Assen zeigen. In der Mitte. Und dann mit dem Fahren. Gleichzeitig dabei reden, das lerne ich noch. Ich werde üben, das verspreche ich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall werden noch mehr Let's Plays folgen. Und ich denke mal, auch diese Geschichte hier wird noch wachsen. Während der Fahrt Voice Over. Gibt es auf jeden Fall eine Ausbaufähig, ist schon klar. Aber mit wem soll ich mein Hobby sonst halten, wenn nicht mit euch? In meinem näheren Umkreis gibt es leider keinen, da werde ich immer noch müde belächelt, wenn ich einfach vom Simracing zu reden. Ja. Wenn es irgendwas zu sagen gibt, zu erzählen gibt, Anreize, Vorschläge, lasst es einfach unten in die Kommentare da. Und mal schauen, was es als nächstes geben wird. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall wieder mit dem GTM 92 unterwegs sein. Oder aber wir gucken uns mal die P1, P2 Fahrzeuge an. Da gab es ja jetzt Physics Updates auf dem Daytona Track. Mal gucken. So, fahren wir mal schön brav hier rein. Ja. Ich würde sagen, meine lieben Freunde, bis zum nächsten Mal.